Ja, hallo zusammen, ich bin die Lena Hello everyone, I'm Lena und ich möchte heute mein Zeugnis teilen, dass ich von Depressionen geheilt bin. and I want to share my testimony today that I'm healed of depression. Und ich möchte ein bisschen erzählen, wie mein Leben früher war und wie es jetzt ist. And I would like to share how my life was in the past and how it is now. Also es hat alles damit angefangen, schon in der Kindheit war ich immer sehr traurig und ich fühlte mich sehr schwer. Ich hatte nie Freude in meinem Leben. So it started already in my childhood. I always felt very sad and heavy and I had no joy in my life. Ich hatte nicht viele Freunde und dann habe ich mich oft damit beschäftigt, Bücher zu lesen oder etwas zu lernen. I had not a lot of friends, so I would read a lot of books or occupy myself with different things. Und mit dem Zeitpunkt, als ich dann mit 18 Jahren ausgezogen bin, And that at the point when I was 18 years old, I moved out of my home. und dann habe ich mich zum ersten Mal getraut, zum Arzt zu gehen, weil es mir immer so schlecht ging. And that was the first time I was courageous enough to go to a doctor, to see a doctor because I was afraid to go before. Und ja, dann wurde mir auch direkt gesagt, dass es Depressionen sind und mir wurde ans Herz gelegt oder geraten, Medikamente zu nehmen. And then they said to me that's depression and they advised me to take medication for that. Das habe ich dann auch angefangen direkt und ich habe jetzt nicht wirklich gemerkt, dass es hilft. I started doing that, but I could not see that it was helping me at all. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch studiert. Ich habe Chemie und Biologie studiert. And at that time I was studying. I studied biology and chemical things. Und ja, es ging mir immer sehr schlecht in meinem Studium. Ich konnte mich eigentlich kaum konzentrieren. Ich habe nicht verstanden, was der Professor eigentlich vorne redet. Und ich konnte mich zu Hause auch nicht so weit konzentrieren, dass ich das verstehen werde. And it was really hard for me to study. I was doing really bad. I could not focus. I could not understand what my teacher was talking about. And I could not focus at home. I was not doing good. Und es war immer so, ich wusste, dass es mir schlecht geht, aber ich habe immer so Frieden gesucht in anderen Dingen. Ich habe sehr viele Hobbys gemacht, ich habe Sport gemacht, ich habe mich mit Freunden getroffen, aber alles hat nichts geholfen. And I tried to be occupied with different things. I was doing sports. I met with friends and all kinds of other stuff. But nothing really helped me in that time. Also tief in mir habe ich mich sehr, sehr einsam gefühlt und ja, ich habe nach Liebe gesucht. Very deep inside of me, I felt very lonely and I was looking for love. Und in der Zeit hatte ich auch immer extreme Schlafstörungen, also mein ganzes Leben lang. Ich konnte nie gut einschlafen. And during the whole time I had a lot of sleeping disorders and I was never able to fall asleep very quick. Ja, und ganz schlimm wurde es dann mit den Depressionen, als ich nach meinem Studium meinen ersten Vollzeitjob angefangen habe. And my depression got really strong after my studies and when I started my first full-time job. Und ich muss auch noch sagen, zu der Zeit, ich kannte Gott schon und ich wusste irgendwie, er will mich ja schon irgendwie heilen oder zumindest dachte ich das, aber ich habe es eigentlich gar nicht verstanden. And I have to say at that time I knew God and somehow I was thinking, yeah, he wants to heal me, but I could not really understand all of this. Weil ich ja gesehen habe, dass es mir sehr, sehr schlecht ging und ich habe keine Lösung gesehen. Because I saw that I was doing very bad, but I could not see a solution for that. Also als ich dann gerade den Vollzeitjob gemacht habe, wurde es extrem schlimm mit den Schlafstörungen. And when I had this full-time job, my sleeping disorders got really, really bad. Also nachdem ich nach Hause kam von der Arbeit, ich wollte nur noch mich ausruhen, aber also äußerlich habe ich mich ausgeruht, ich lag im Bett, aber innerlich war so ein Kampf in mir und voll der Sturm. And after work I would come home and I just wanted to rest and I would just lay in bed and outwardly I would rest, but inwardly was a storm inside of me. It was really a battle.
Ja, zu der Zeit habe ich dann auch noch mehr Medikamente genommen und ich war auch in einer Therapie. And at that time, I took more medications and I had a therapy. Also die Therapie hat mir auch ein bisschen geholfen, einfach jemanden zu haben zum Reden. Ich habe mich danach dann immer gut gefühlt, aber dann die nächste Woche war es eigentlich genauso schlimm wie vorher. The therapy kind of helped me. After the therapy lesson, I was always feeling good, but afterwards, the weeks afterwards were as bad as before. Ja, bis dann zum Zeitpunkt kam, wo es mir so schlimm ging, dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt in eine Psychiatrie. And it came to the point I was doing so bad that I said, okay, I will go to the mental hospital. Als ich dann da ankam, wurde mir erstmal gesagt, ich soll am besten noch mehr Medikamente nehmen, um am Anfang einfach ruhiger zu werden, damit man mit mir arbeiten kann. So, and then they told me I should take more medications in the beginning so that they can work with me and that I'm way more calmer. Also habe ich 3 verschiedene genommen. Da waren auch ja, Psychopharmaka dabei, die das Nervensystem verändern. So there were 3 different medications I took, and there were psychotronic medications. Psychotropic drugs. Die haben mich dann komplett benebelt. Ich war gar nicht mehr ich selber. And they made myself very foggy and dizzy, and I was not myself anymore. Also mit meinem Körper saß ich da auf der Couch. So I was there on the couch with my body. Aber meine Seele, mein Geist einfach irgendwo, ich habe eigentlich nichts wahrgenommen. But my soul and my spirit, I could not really see anything. It was just somewhere else. Ja, ich habe Medikamente bekommen, um gut einzuschlafen abends. I took medications so that I could fall asleep in the evenings. Und dann morgens andere Medikamente, damit ich überhaupt wach bin. And in the mornings I took other medications that I could stand up and be awake. Ja, dann war ich da ein paar Monate in der Psychiatrie. So for a couple of months I was in the mental hospital. Und danach war es halt geplant, dass ich eine Reha mache. And after it was planned that I go into a rehabilitation center. Ja, und dort hatte ich dann so quasi eine da wurde dann so getestet, wie viel ich arbeiten kann wieder. And they tested again how much I'm able to work again. Da kam dann raus, es waren so 4 bis 5 Stunden am Tag. And they said it's about 4 to 5 hours a day I'm able to work. Und die Diagnosen waren auch noch, die ich in der Psychiatrie bekommen habe, posttraumatische Belastungsstörung. And the diagnosis in the mental hospital was post-traumatic stress disorder. So, dass ich einfach nicht belastbar bin. That I'm not able to be To work a lot. Yeah, to work a lot. Yeah. Genau, und als mir das gesagt wurde, war es so wie eine schwarze Wolke über meinem Leben. And when they said that to me, it was like a dark black cloud over my life. Dass mich das Rest des Lebens begleiten würde und ja, auch, dass ich immer Medikamente nehmen muss. That will follow through the rest of my life, and till the end I have to take all of those medications. Ja, und dann war ich, genau, als ich die Reha dann abgeschlossen habe, hatte ich einen Teilzeitjob. And when I finished to go to the rehabilitation center, I had a part-time job. Und es war so, ich habe das gemacht und danach war ich so fertig. Ich wollte auch nur noch schlafen und mich ausruhen und ich hatte wieder Schlafstörungen. Ich habe diese ganzen Medikamente genommen, aber so viel besser wie vorher ging es mir nicht. And I did that, and it all started again, that I was totally exhausted. I just wanted to rest. I had sleeping disorders. I took all of those medications, but nothing really helped me. Ja, ich wusste, da sind auch Dinge in mir, die müssen eigentlich rauskommen im Unterbewusstsein und Wunden müssen geheilt werden und ja, Sachen aus der Vergangenheit so bearbeitet werden. And I knew there were things in my subconsciousness. I knew there were wounds, and I knew I had to deal with things. Aber ich wusste auch nicht wie und ich war auch nicht mit Leuten, die mir so helfen konnten dabei. Oder sie waren so oberflächlich, haben gesagt, Gott wird das schon machen, aber ja, wie? Ne? But I had no people who could help me with that, and the people I had, they were very superficial, and they said, yeah,
God can help you with that, but they never told me how. Ja, bis zum Zeitpunkt dann, wo ich dann, da war eine Konferenz von Greg Violi, wo ich dann gewohnt habe, dort in Siegen. Until that time where there was a conference from Greg Violi at the place where I was living at. Und ich habe auch schon vorher von ihm gehört und habe angefangen, das Buch Talita Kumi zu lesen. And I heard already before from him and I started to read the book Talita Kumi. Und ich habe dann Gott gebeten, dass er mir zeigen soll, meine Schwachheit zu umarmen, also zu mögen, schwach zu sein. And I asked the Lord that he helps me, that I can embrace my weaknesses and that I can be weak. Ich habe das einfach so gesagt, ich wusste noch nicht mal, ob er mich hört oder so, ich habe das einfach so gesagt. I just said it, I didn't even know if he's listening, but I just was speaking it out. Ja, und dann war ich auf dieser Konferenz. And then I was at this conference. Und zu der Zeit, eigentlich die Depression hat mich dahin gebracht, ich wollte eigentlich dort nicht sein, ich wollte nicht unter Menschen sein, ich wollte nicht mit Leuten in einem Zimmer schlafen. And the depression brought me there, but I didn't want to be there. I didn't want to be with people. I didn't want to sleep there. Ich habe auch nicht viel mitbekommen, eigentlich, was gesagt wurde. And basically, I didn't really get what was said there. Bis zum Zeitpunkt, wo dann der Pastor Greg Violi für mich gebetet hat. Till the point where the pastor Greg Violi prayed for me. Und ja, er hat gebetet wegen den Depressionen. And he prayed about the depression. Er hat mir einen Vatersegen gegeben. He gave me a father's blessing. Er hat mich bestätigt als Frau einfach. And he confirmed me as a woman. Und danach war alles anders. Ich hatte keine Kopfschmerzen mehr. And afterwards, everything was different. I had no headaches anymore. Diese schwere Wolke war einfach weg. This heavy cloud was just gone. Und ich habe es gerne gemocht, mit den Leuten da zu sein. And I liked to be with the people there. Ich wollte, dass die Konferenz eigentlich nicht endet, aber leider war es schon am Ende. I wished that the conference would not stop, but sadly it was already over. So, und dann war es so, ich wurde eingeladen, nach Bielefeld und Lage zu kommen, hier zu den Leuten. And then I was invited to come to Bielefeld and Lage, to the people here in the area. Und ungefähr 3 Wochen später bin ich dann gekommen. And 3 weeks later I came. Und dann dachte ich mir, da kam so der Gedanke, okay, wenn ich jetzt frei bin von Depressionen, kann ich die Medikamente eigentlich absetzen. And then the thought came to me, okay, if I'm free of depression, then I could stop taking all the medication. So habe ich langsam die abgesetzt. So slowly I would not take them anymore. Und ungefähr dann 3 Monate später habe ich sie gar nicht mehr genommen. And 3 months later I didn't take any of them. Und es ging mir so gut wie nie zuvor in meinem Leben. And I was doing so good as never before in my life. Und die Sachen, die Wunden kamen hoch, weswegen ich nicht schlafen konnte. And all of those wounds came up, who were the reason why I was not able to fall asleep. Und das war dann auch so, dass ich hier wieder angefangen habe zu arbeiten. And then I started working again. Und es hat gut geklappt, also ich habe mich nicht nach 4 oder 5 Stunden total fertig gefühlt. And it was good. I was not totally exhausted after 4 or 5 hours. Jetzt ist es so, ich kann 8, 9 Stunden arbeiten. Now I'm able to work 8, 9 hours a day. Und danach treffe ich mich noch mit Freunden oder passe auf Kinder auf. And afterwards I'm meeting some friends or I'm babysitting. Ich bin nicht total fertig und muss nur noch schlafen. I'm not totally exhausted and have to sleep the rest of the day. Und mir macht die Arbeit auch Spaß. And I like the work I'm doing. Ich sehe Sinn darin und mir fällt es nicht mehr so schwer, morgens früh aufzustehen für die Arbeit. I see there is a sense in all of that and it's not hard for me to stand up to go to work anymore. Ja, und einfach diese Schwere ist komplett weg und auch nur über sich selber nachdenken und wie es einem geht. And all this heaviness left me and this thing that I had to think over and over just about myself all the time. Ja, es war auch früher so, ich habe mich nur um mich selber gedreht und wie schlecht es mir ging. And before in the past I would just think about myself and I would just think about how bad I'm doing. Ich konnte gar nicht
mit anderen in Beziehung treten. I could not relate to people at all. Also ich konnte noch nicht mal darüber nachdenken, wie es anderen geht. I could not even think about how other people are doing. Ja, und jetzt ist es einfach komplett anders. Ich mag mein Leben richtig gerne. And now it's totally different. I really like my life. Und ich kann etwas anfangen mit dem, was ich studiert habe. Ich kann mich konzentrieren. And I can do the things I studied for. I can focus. Ich kann gut schlafen. I can sleep very good. Ich habe keine Probleme mehr einzuschlafen. I have no problems at all to fall asleep. Und jetzt weiß ich, dass den Frieden, den ich immer gesucht habe und diese Liebe, die kann Gott mir geben, aber niemand sonst und nichts anderes, was ich mache. And now I know all the peace and love I was looking for my whole life. No one can give that to me other than God. Und ja, ich bin so dankbar, weil wäre ich nicht an diesem Ort, hätte ich Greg Violi nicht kennengelernt. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt wäre. And I'm so thankful. If I was not at that place, I never would have met Greg Violi, and I don't know where I would be today. Vielleicht wäre ich in der Psychiatrie oder ich wäre gar nicht mehr da. Maybe I would be in a mental hospital, or maybe I would not be at all on this earth anymore. Ja, das ist mein Zeugnis zu Depressionen und wie man da rauskommt. This is my testimony for depression and how to come out of that.